Heute beschwöre ich alle One Piece Fans, um das faszinierendste Element der Show zu erklären: Haki und Teufelsfrüchte. Also macht euch bereit, denn das wird ein äußerst informatives Video. Holt euch eure Notizbücher und Stifte. Ja Bros, Meliodas wieder am Start. One Piece ist einer der beliebtesten japanischen Manga- und Anime-Serien. Geschaffen von Eiichiro Oda, denn 1997 begann sie im wöchentlichen Manga-Magazin Weekly Shonen Jump zu veröffentlichen. Schnell wurde sie 1999 als Anime adaptiert und erlangte rasch Anerkennung als Teil der Big Three, zu denen auch die beliebtesten Titel Bleach und Naruto gehörten. Im Jahr 2022 war One Piece die weltweit meistgesehenste TV-Serie des Jahres und übertraf sogar Stranger Things. Die Serie ist so beliebt, dass Netflix eine komplette Live-Action-Serie produzierte, die ein großer Erfolg auf der Plattform wurde. Zusätzlich wurde Monkey D. Luffy als einer der 3 weltweit beliebtesten Charaktere eingestuft. Während der Begriff Big Three mit dem Ende von Naruto und Bleach verschwand, überlebte One Piece als das einzige Manga- und Anime-Format, das wöchentlich mit neuen Kapiteln und Episoden bis heute fortgesetzt wird. Die Handlung konzentriert sich auf Monkey D. Luffy, angetrieben von einem einzigen Ziel, den legendären Schatz, das One Piece, zu entdecken und den Titel des Königs der Piraten zu beanspruchen. Begleitet von einer Crew navigiert Luffy durch die Gewässer der Grand Line auf der Suche nach Laugh Tale, der geheimnisvollen Insel mit dem besonderen Schatz. Auf seiner Reise steht er gefährlichen Feinden gegenüber, von konkurrierenden Piraten, die um die Macht über die Meere kämpfen, bis zur Marine, die Piraterie aus der Welt haben will. Mit über 1000 veröffentlichten Kapiteln und einer ähnlichen Anzahl von Anime-Episoden hat One Piece eine riesige Anzahl von Charakteren, 2 ausgeklügelte Fähigkeitensysteme und vielfältige Landschaften. Diese Masse kann für Neulinge, die sich in das Anime- und Manga-Universum stürzen, eine Herausforderung darstellen. Was wäre, wenn ich euch sage, dass diese Namen Haki und Teufelsfrucht die gesamte Handlung der Show tragen? Bevor ihr bezüglich der Namen selbst oder ihrer Bedeutung in One Piece verwirrt werdet, lasst mich euch kurz erklären, was das eigentlich ist. Wie jede großartige Anime- oder Manga-Serie hat auch One Piece Superkräfte. Haki und Teufelsfrüchte helfen in dieser Hinsicht und tragen zur hochkomplexen Welt von One Piece bei. Im One Piece-Universum stechen Haki und Teufelsfrüchte als wichtige Kraftquelle heraus. Die frühe Einführung von Teufelsfrüchten wie Ruffys Gomu Gomu no Mi im ersten Kapitel der Serie machte sie zu einem zentralen Element. Diese mysteriösen Früchte wurden ausgiebig erforscht, was zu einer Zunahme der Teufelsfruchtbenutzer in der Serie führte. Gleichzeitig enthüllte Eiichiro Oda ein weiteres Kräftesystem, Haki, das während des Timeskips der Geschichte erheblich an Tiefe gewann. Haki gilt als unerlässlich für diejenigen, die die neue Welt erobern wollen, und gewinnt allmählich an Bedeutung. Jetzt ist sie sogar unverzichtbar. Während sowohl Haki als auch Teufelsfrüchte bemerkenswerte Fähigkeiten besitzen, gehen sie jeweils mit eigenen Stärken und Einschränkungen einher. Wir werden die beiden Kräfte separat besprechen. Teufelsfrüchte, eines der beiden magischen Systeme in One Piece, bilden das Rückgrat der Show. Teufelsfrüchte sind wie bunte und einzigartige Früchte, in der Regel gekennzeichnet durch Wirbel oder Ringe. Stell dir vor, du nimmst einen Bissen von einer schrullig aussehenden, leuchtenden, bunten Frucht, nur am Ende Superkräfte zu bekommen. Einige, wie die Toki Toki no Mi und Hito Hito no Mi, existieren seit Jahrhunderten. Aber woher sie kommen und wie sie funktionieren, ist ein großes Mysterium. Angesichts dessen, dass One Piece in seinen Final Arc eintritt, muss Oda langsam ein Ursprungskonzept dafür schreiben. Diese Früchte sind wie die goldenen Tickets von Willy Wonka in der Welt von One Piece, allerdings mit einer etwas gefährlicheren Wendung. Wenn du eine Teufelsfrucht isst, verändert sie deine Gene und verleiht dir für immer crazy Kräfte. Viele Größen in One Piece, wie Piratencrews und Marinebosse, verdanken ihre Stärke diesen Früchten. Die Leute drehen durch, um an diese Früchte zu kommen, und zahlen sogar viel Geld dafür. Jede Frucht hat unterschiedliche Kräfte und je stärker die Kraft, desto höher der Preis.
Aber selbst mit all dieser Kraft gibt es was Stärkeres. Haki, über das wir später sprechen werden. Es gibt 3 Arten von Teufelsfrüchten. Zoan, die es dir ermöglicht, dich in Tiere oder mythische Kreaturen zu verwandeln. Logia, die Kontrolle über Elemente verleiht und dich schwer verletzbar macht. Und Paramecia, die eine Vielzahl von Fähigkeiten, von Körperveränderung bis zur Kontrolle der Umgebung bietet. Als erstes haben wir die Zoan-Typen. Denk an Gestaltwandler, jedoch nicht in der üblichen Werwolf-Manier. Benutzer von Zoan-Typen Teufelsfrüchten erlangen die einzigartige Fähigkeit, sich in ein bestimmtes Tier zu verwandeln oder eine Hybridform anzunehmen, die Merkmale sowohl ihrer Spezies als auch der fruchtverleihenden Kreatur vereint. Einige verwandeln sich in coole mythologische Kreaturen, während andere vollständig zu Dinosauriern werden. Es ist wie ein prähistorischer Zoo da draußen, aber mit Piraten. Im Gegensatz zu anderen Teufelsfrüchten soll es Gerüchte geben, dass Zoan-Typen einen eigenen Verstand haben. Neueste wissenschaftliche Fortschritte ermöglichen es sogar, dass Zoan-Früchte an unbelebten Objekten wirken, sie zum Leben erwecken und typische Zoan-Transformationen gewähren. Diese Früchte steigern signifikant die physische Stärke des Benutzers und machen sie ideal für den Nahkampf. Raubtier-Zoans hingegen zeichnen sich besonders im Kampf aus aufgrund ihrer karnivoren Eigenschaften. Einige Zoan-Typen bieten spezielle Fähigkeiten, die mit dem Tier, das sie repräsentiert, verbunden sind, wie zum Beispiel eine Königskobra-Zoan, die es dem Benutzer ermöglicht, giftige Klumpen zu spucken, oder eine Maulwurf-Zoan, die schnelles Graben durch Erde und festen Stein ermöglicht. Naja, macht Sinn, oder? Jenseits der typischen Zoans, die Benutzer in existierende Tiere verwandeln, gibt es 3 bekannte Unterkategorien. Antike Zoan-Früchte, die die Transformation in ausgestorbene Arten ermöglichen, wie Dinosaurier, und dabei eine Stärke zeigen, die herkömmliche Zoans übertrifft. Einige zeigen einzigartige physische Fähigkeiten, die diesen ausgestorbenen Kreaturen zugeschrieben werden. Dann gibt es noch die mythischen Zoan-Früchte, die die Verwandlung in mythologische Wesen ermöglichen, wie Drachen oder Phönixe, oft mit zusätzlichen Fähigkeiten wie heilende Flammen für eine Phönix-Zoan. Diese Zoan-Unterkategorie ist außergewöhnlich selten, sogar seltener als Logia-Früchte. Dann gibt es noch künstlich hergestellte Zoan-Früchte, die Benutzer dazu veranlassen, dauerhafte tierische Eigenschaften anzunehmen, obwohl nur wenige die Fähigkeit erlangen, nach Belieben zu transformieren. Mit einer Erfolgsrate von nur 10% verlieren die meisten Empfänger negative Emotionen zu zeigen und sind gezwungen, ein ewiges Lächeln zu tragen, unabhängig von ihren wahren Gefühlen. Diese künstliche Teufelsfrüchte, bekannt als Smile, wurden von Caesar Clown und Don Quixote Don Flamingo entwickelt, und eine andere Version, die von Vegapunk entwickelt wurde, existiert auch noch. Dann haben wir die Logia Crew, die Creme de la Creme der Teufelsfrüchte. Die Logia-Typ Teufelsfrüchte sind die seltensten und mächtigsten unter den 3. Verleihen den Benutzern die Fähigkeit, ihre Körper in natürliche Elemente wie Sand, Schlamm, Rauch, Blitz, Pflanzen und sogar Dunkelheit zu generieren, zu manipulieren und zu verwandeln. Diese Jungs sind die Avengers der Elemente. Feuer, Wasser, Erde, Luft, du nennst es, sie haben es. Die elementare Verwandlung verleiht den Benutzern eine durchlässige Fähigkeit, die sie immateriell macht. Darüber hinaus ermöglicht es den Benutzern, ihre Körper zu kontrollieren, auch wenn er in Fragmenten aufgeteilt ist. Benutzer erhalten auch einen umfassenden Satz von Fähigkeiten, die mit ihrem Element verbunden sind. Zum Beispiel kann Sand Feuchtigkeit absorbieren, Licht kann sich ultraschnell bewegen und Dunkelheit, bekannt für ihre alles verschlingende Absorption, besitzt die Fähigkeit, jede andere Teufelsfruchtkraft bei Berührung mit dem Benutzer zu neutralisieren. Bestimmte Logia-Teufelsfrüchte verleihen den Benutzern einen unendlich internen Raum innerhalb ihrer elementaren Form. Außerdem sind sie praktisch unberührbar, als würde man versuchen, Rauch zu greifen oder Feuer zu schlagen. Vertraut mir, es sieht sogar cooler aus, als es klingt. Schließlich die Paramecia-Truppe, die Alleskönner unter den Teufelsfrüchten. Paramecia-Typ Teufelsfrüchte, die häufigsten unter den 3, bieten den Benutzern eine vielfältige Palette von übermenschlichen Fähigkeiten. Diese Kräfte umfassen verschiedene Fähigkeiten, wie das Erzeugen von Schockwellen, das Lenken auf Ziele und die Verwandlung des Körpers des Benutzers in gleitende, geklinkte oder segmentierte Formen ohne Schaden. Diese Früchte verleihen auch Einzelpersonen die Fähigkeit, die Umgebung, Menschen und Objekte zu verändern, was Fähigkeiten wie Schweben oder sogar die Verwandlung von Menschen in Spielsachen ermöglicht. Diese körperveränderten Fähigkeiten können ihre Umgebung wie verrückte Wissenschaftler zusammendrücken oder Substanzen schneller hervorzaubern, als ein Magierkaninchen aus einem Hut zieht.
Darüber hinaus verleihen bestimmte Paramezierfrüchte den Benutzern die Fähigkeit, Substanzen wie Wachs oder Gift zu erzeugen und zu kontrollieren. Was Paramezierfrüchte von anderen unterscheidet, ist ihre einzigartige Auswahl an Fähigkeiten, die sich von der Tierverwandlung oder der Manipulation natürlicher Elemente unterscheidet, die in den anderen beiden Kategorien von Teufelsfrüchten zu sehen sind. Stell dir vor, aus Gummi zu sein oder eine Sphäre zu kontrollieren, in der alles nach deiner Melodie tanzt. Leider gibt es bei jeder Kraft auch einen Nachteil. Teufelsfruchtbenutzer können nicht mehr schwimmen, weil das Meer sie aus irgendeinem Grund hasst. Sobald jemand eine Teufelsfrucht nascht, wird das Schwimmen zu einer verbotenen Kunst. Es geht nicht darum, das Brustschwimmen zu vergessen. Selbst das Eintauchen eines Zehs in Wasser verwandelt einen in eine schlaffe Nudel. Zumindest, wenn es ums Meerwasser geht. Also ist die Badezeit für sie eher eine Herausforderung als ein Wellness-Tag, obwohl man mit einer gewissen Stärke auch das durchstehen kann. Es ist wirklich schade, wenn man bedenkt, dass die Serie von der Fahrt auf hoher See handelt. Es ist, als wäre man allergisch gegen Luft, während man ein Vogel ist. Ein weiterer Bösewicht gegen diese Kraft ist der Seestein, der ultimative Stimmungskiller für Teufelsfruchtnutzer. Es ist im Grunde Kryptonit für die aufgepowerten Leute. Es zu berühren macht sie also so hilflos wie Sanji inmitten von hübschen Frauen. Die Marine liebt diesen Kram. Sie verwenden ihn, um jegliche Superkraft zu bekämpfen und sogar ihre Schiffe damit zu versehen, um Ozeanrüpel namens Seekönige auf Abstand zu halten. Diese Dinge würzen die Kämpfe in One Piece und machen die Welt aufregender. Stell dir vor, du beißt in eine Frucht und gewinnst plötzlich Kräfte, musst aber auch damit umgehen, nie wieder schwimmen zu können und Angst vor einem Stein zu haben. Die Freuden des Lebens im One Piece Universum. Würdest du eine Teufelsfrucht essen? Lass es mich mal in den Kommentaren wissen. Das war also eine kleine und sehr komplexe Zusammenfassung der Teufelsfrucht in One Piece. Kommen wir zur anderen magischen Kraft, dem stärkeren Element von One Piece, Haki. In One Piece sticht die magische und mächtige Kraft namens Haki sowohl faszinierend als auch geheimnisvoll hervor. Der Begriff Haki bedeutet wörtlich Ambition und deutet auf die Herkunft der Kraft hin. Diejenigen mit entschlossenen Träumen oder intensiven Willenskraft zeigen die stärksten Formen von Haki. Im Gegensatz zu ähnlichen Kräften in anderen Serien wie Narutos Chakra zeichnet sich Haki durch seine Einfachheit aus. Während Teufelsfrüchte in den früheren Episoden und Kapiteln von One Piece zunächst im Rampenlicht standen, deutete Oda subtil auf eine noch größere Kraft hin, die an Bedeutung gewann, als Ruffy und seine Crew stärker und bekannter wurden. Also, was ist Haki genau? Silvers Rayleigh beschrieb es beim Training von Ruffy als eine innewohnende Stärke, die darauf beruht, nicht an sich selbst zu zweifeln. Diese mysteriöse Kraft, abgeleitet von der spirituellen Energie einer Person, liegt inaktiv in jedem, jedoch sind nur wenige sich ihrer Existenz bewusst. Geschweige denn, dass sie die Fähigkeit besitzen, sie zu führen. Das Beherrschen von Haki erfordert strenges Training oder tritt manchmal in Momenten intensiver Emotion oder Bedrohung auf. Obwohl einige ein plötzliches Erwachen erleben, ist seine Entwicklung für die meisten ein gradueller Prozess. Haki erfüllt mehrere Zwecke, glänzt hauptsächlich im Kampf. Vom Gefahrenspüren über die Stärkung des Körpers bis hin zum Blick in die Zukunft stärkt Haki Individuen mit oder ohne Teufelsfrüchte. Haki teilt sich in 3 Typen auf, wobei das Königshaki das seltenste ist und nur von wenigen Auserwählten genutzt wird, die dazu bestimmt sind, einen bleibenden Eindruck auf die Welt zu hinterlassen. Anders als Teufelsfrüchte hat Haki keine Nachteile, was es für Piraten, die in See stechen, wichtig macht. Mit 3 Typen, Rüstungshaki, Observationshaki und Königshaki, fordert Haki seinen Anwender heraus, Bedrohungen in der Welt von One Piece zu bewältigen. Zuerst haben wir das Observationshaki. Das Observationshaki, der Blick in das One Piece Universum. Es ist wie ein 6. Sinn, der es Benutzern ermöglicht, die Schwingungen, die Stärke und sogar die Emotionen anderer zu spüren, egal ob sie sich verstecken oder Meilen entfernt entspannen. Es ist der ultimative Spinnensinn, aber zusätzlich mit Emotionen. Ach ja, dieses Haki-Upgrade kommt mit einem Bonus der begrenzten Fähigkeit, die zukünftigen Bewegungen von Gegnern vorherzusagen. Ja, es ist wie eine Kristallkugel, aber nur für die nächsten Züge in einem Kampf. Also, wer braucht schon Glückskekse, wenn man Observationshaki hat?
Dann haben wir das Rüstungshaki, die ultimative Rüstung und Angriffsverstärker in One Piece. Es ist, als würde man sich in einen Umhang aus der eigenen Aura hüllen, der dich zu einer defensiven Festung gegen Angriffe macht und deine eigenen Schläge zu Knockout-Schlägen werden lässt. Aber Moment mal, da ist noch mehr. Du kannst diese Haki-Beschichtung überall auftragen, sei es auf einen Körperteil, deinen ganzen Körper oder sogar zum Aufpeppen deiner Waffen. Stell dir vor, deinen Arm mit Rüstungshaki zu überziehen, ihn zu einem glänzenden, schwarzen Badass-Zerstörer machen, mit der du alles vernichten kannst. So ähnlich wie ein gepanzerter Titan werden. Hallo Attack on Titan Fans. Jetzt kommt der Clou. Die fortgeschrittene Liga dieses Rüstungshaki ermöglicht es dir, es ohne jegliches Medium freizusetzen. Im Ernst, du kannst also diese Aura verschießen, um wie Sentomaru Ruffy ohne Berührung wegzuschleudern. Fühlt sich schon etwas an wie eine Superkraft, oder? Aber hey, wir sind noch nicht fertig. Die hochwertige, fortgeschrittenere Form dieses Rüstungshakis ist wie der ultimative Ninja-Move. Du kannst ihn in den Körper eines Ziels kanalisieren und ihn von innen heraus zum Kaboom machen. Zuletzt haben wir das Königshaki, das ultimative Kräftemessen des Willens. Du zeigst deine Entschlossenheit, den Willen anderer zu überwältigen und lässt schwächere Geister eiskalt umfallen. Also, wenn dich dein Crush jetzt immer noch nicht bemerkt hat, dann weiß ich auch nicht, was mit dir los ist. Es ist das Schwergewicht des Hakis, das in der Lage ist, einen Wirbel in den Himmel zu zaubern, wenn zwei Titanen ihre Kräfte miteinander messen. Das Beste daran, mit dem Königshaki geboren zu werden, ist, als hätte man den Jackpot in der Haki-Lotterie geknackt. Aber das ist nicht alles. Die Elite, die dieses Haki beherrscht, legt noch eine Schippe drauf. Sie lassen ihren erobernden Geist in Waffen oder Angriffe einflößen und verwandeln sie in Hits auf Superheldenniveau. Stell dir vor, du verleihst deinem Schwert eine Dosis „Ich meine es ernst" Aura. Diese Klinge wird alles rasieren. Und hey, es gibt noch einen Trick im Ärmel dieser Elite-Hau-Schokomeister. Sie können ihre Aura manipulieren, um der Entdeckung durch das Observationshaki des Feindes zu entkommen. Genau wie bei Pokémon-Typen hat jeder eine Haki-Spezialität, in der er naturgemäß gut ist. Doch mit harter Arbeit und Hingabe kann jeder sein Haki-Spiel auf breiter Front verbessern. Im Gegensatz zu den beiden anderen Haki-Typen kann Königshaki aber nicht durch Training erweckt werden und nur einer von 1 Million Menschen wird mit dieser Fähigkeit geboren. Was noch wichtiger ist, es gibt verschiedene Stufen für jeden Haki-Typ, sodass selbst begabte Benutzer in dieser Stärke variieren können. Und weißt du was? Du könntest sogar 2 Arten von Haki gleichzeitig mischen und so eine doppelte Dosis Haki-Chaos erzeugen. In der Welt von One Piece erzählen Kämpfe eine Geschichte von Teufelsfrüchten und Haki, die in epischen Auseinandersetzungen die Wende bringen. Stell dir vor, ein Paramecia-Benutzer nutzt das Rüstungshaki, um seine Schläge zu verstärken, oder ein Logia-Träger wechselt zum Observationshaki, um jeden Zug seines Feindes vorauszusehen. Es ist wie die animierte Version eines strategischen Schachspiels, nur mit einer Menge mehr Explosionen. Teufelsfrüchte sind eine wilde Achterbahnfahrt, die Lotterie der Macht. Du könntest den Jackpot knacken oder eine Niete landen. In der Zwischenzeit ist Haki der stabile Fels, den du hart trainierst, um ihn zu beherrschen. Es wächst mit dir, aber es ist nicht endlos. Es ist wie Ausdauer mit einem Timer. Der Showdown zwischen den beiden Teufelsfrüchte bieten schnelle Höhepunkte, während Haki die langfristige Investition ist, wie die Wahl zwischen Instant-Ramen und einem 5-Gänge-Menü. Letztendlich, auf dem Anime-Schlachtfeld ist es eine Frage der Vorliebe. Teufelsfrüchte bringen oftmals sofortige Stärke, während Haki der Pfad des erfahrenen Kriegers ist. Meiner Meinung nach ist Haki hier der eindeutige Gewinner, aber dennoch finde ich Teufelsfrüchte interessanter. Yes, Freunde, das war's mit dem Video. Jetzt solltet ihr grob alles über Haki und Teufelsfrüchte verstanden haben. Gibt es noch etwas, was ich euch erklären soll? Es muss nicht aus One Piece sein. Schreibt's einfach in die Kommentare. Ich bin raus, ich melde mich. Tanji Kurama bald doch Hokage, echt jetzt, Million, das ist der Name, weil Itachi die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf Tsunade auf, meisterte alle 6 Pfade, Geister gegangener Senseis, tragische Schmerzen, wir fliegen davon mit den Raben,